Ich bin mir sicher, nach dem Video wird mich jeder BMW- und Audi-Fahrer hassen. Große Coupés bzw. Cabrios verlieren in unserer Gesellschaft immer mehr an Stellenwert, was wirklich sehr, sehr schade ist, weil es so ein herrschaftliches Auto ist diese E-Klasse, dass ich wirklich nichts anderes mehr fahren möchte bis ans Ende meines Lebens. Wenn ich mir ein Auto aussuchen müsste, kommt der auf jeden Fall in die engere Wahl. Und warum das so ist, erkläre ich euch in diesem Video. Das ist ganz leicht erklärt, und zwar fängt es damit an, dass das E-Klasse Coupé auf dem deutschen Sektor völlig konkurrenzlos ist. Mal abgesehen davon, dass das Auto mit keinerlei Klischees behaftet ist. Man wird niemals im Wirtshaus sitzen und sich irgendein spöttisches Gelächter von einem Partner anhören müssen, warum man mit einer E-Klasse fährt. Viele nennen den 4er BMW bzw. den Audi A5 als Konkurrenten zur E-Klasse, aber meiner Meinung nach hinkt der Vergleich völlig. Weil die E-Klasse, also das aktuelle E-Klasse Coupé, wie wir ihn heute fahren, basiert im Vergleich zu seinem Vorgänger nicht auf dem C-Klasse Coupé, sondern wirklich dieses Mal auf der E-Klasse. Das heißt, die Bodengruppe des Wagens stammt aus der E-Klasse und nicht wie beim Vorgänger aus der C-Klasse. Also ist es dieses Mal eine echte E-Klasse, diesmal wirklich, und nicht eine C-Klasse mit 10.000 € Bodykit. Audi baut allerdings kein A6 Coupé. Das heißt, das A5 Coupé basiert auf dem Audi A4. Und das gleiche gilt für BMW. Der 4er BMW basiert auf dem 3er BMW. So gesehen ist der Mercedes von der Bodengruppe her schon mal eine Nasenlänge voraus. Und Punkt Nummer 2 ist das Design. Während Mercedes alle Freiheiten hat, sich alle 10 Jahre ein neues Design zu überlegen, wir erinnern uns zwar nicht gerne, aber wir erinnern uns an die Zeit des 4-Augen-Designs. Gott sei Dank sind sie vorbei. Und im Gegensatz dazu hat sich BMW meiner Meinung nach ein wenig festgefahren. Das heißt, sie haben irgendwann ihr Nierendesign, das muss unangetastet bleiben, also BMW muss sich mit den Nieren treu bleiben. Aber mittlerweile schaut jeder BMW schon fast aus wie seine eigene Karikatur. Das heißt, die Nieren werden immer größer und ich habe das Gefühl, 2022 werden die irgendwann bis zum Außenspiegel reichen. Und Audi vergewaltigt das Single-Frame-Grill ja mittlerweile in der 4. Generation. Also da sehe ich auch keine großen Designfortschritte mehr. So Leute, schauen wir uns den Innenraum an, und das gleich am Anfang, was mir unheimlich extrem aufgefallen ist, dass die Sitzposition unglaublich tief ist. Also ich bin noch nie so tief, also zumindest nicht, ich habe mir nicht erwartet, so tief in dem Auto zu sitzen, aber es ist unglaublich tief. Selbst die Armaturenbrettlandschaft türmt sich vor mir auf. Die A-Säule hier ist gefühlt auf Augenhöhe, also auch das Lenkrad, was eigentlich sehr witzig ist, weil das Lenkrad fährt so gesehen in eine Komfortposition beim Ein- und Aussteigen. Aber wenn man hier genau schaut, selbst ich mit 1,96 Meter kann da wirklich kaiserlich sitzen. Also die Platzverhältnisse sind wirklich unglaublich. Also wenn ich dann die Tür schließe, dann die Zündung muss ich natürlich anmachen, dann fährt das Lenkrad in die normale Fahrposition. Total dekadent, weil ich kann selbst so noch total leicht ein- und aussteigen. Und sobald man dann die Tür geschlossen hat man den Blick auf diese wunderschöne Armaturenbrettlandschaft. Also hier kennen sich viele andere Autohersteller, vor allem in dieser Preisklasse, was von Mercedes abschauen. Selbst diese Displays, wo ich am Anfang geglaubt habe, dass sie sonderlich aufdringlich sind. Auch die Auflösung ist unglaublich. Also selbst das Retina-Display von einem iPhone dürfte eine ähnliche Auflösung haben. Aber der Bildschirm ist so weit weg, dass die Auflösung im Grunde genommen gar keine Rolle spielt. Aber dennoch ist die Auflösung unheimlich groß. Dieses ganze Armaturenbrett wirkt wie aus einem Stein gemeißelt. Also es sind nicht irgendwelche ausfahrbaren Displays, die im Endeffekt, also wenn ich mal speziell in einen Audi A3 oder sowas schaue und mir ansehe, wenn dieser Display aus dem Armaturenbrett rauskommt, das schaut irgendwie aus, als würde ich neben einem Faxgerät stehen und es würde eine Mahnung oder ein Anwaltsschreiben rauskommen. Im Vergleich dazu allererste Sahne.
Ich finde es schön, dass die Klimabedieneinheit auch hier vorne ist und nicht über dieses komische Command-System zu bedienen ist, weil ich hier wesentlich öfter etwas justieren möchte, als eben den Radio zu verstellen beispielsweise. Und gerade die Klimaanlage, das sind wirklich sehr essentielle Dinge, möchte ich nicht über das Infotainment-System steuern. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt. Man hat hier auch schnell Zugriffstasten, um nicht immer das Trackpad verwenden zu müssen. Man muss das Trackpad auch zwangsläufig nicht verwenden. Man kann auch dieses Drehrad da vorne verwenden, wenn man die Buchstaben beispielsweise bei der Navigation mit diesem Drehknubbel auswählen möchte. Oder es besteht auch die Möglichkeit, oben das Touchpad zu verwenden. Also meiner Meinung nach eine sehr gute umgesetzte Hybridlösung. Ich kann mich damit anfreunden. Also es gibt Systeme, die sind mir persönlich zwar lieber, aber das ist gerade der aktuelle Stand der Technik und ich komme ganz gut damit zurecht. Ich werde nachher während der Fahrt nochmal detailliert auf das Automatikgetriebe eingehen. Aber was im Innenraum, also seit dem 7 Getronic, wie gesagt, ich werde nachher noch detaillierter darauf eingehen, ist der Automatik-Wählhebel am Lenkrad. Das heißt, nicht mehr in der Mittelkonsole. Es gibt keine mechanische Verbindung mehr bei diesem modernen Getriebe zwischen Wählhebel und Getriebe selbst. Daher kann dieser Wählhebel an jeder x-beliebigen Position sein. Und Mercedes ist so schlau gewesen und hat ihn tatsächlich dorthin getan, weil man braucht ihn nicht mehr in der Mitte. Es ist doch völlig unnötig. Das heißt, Wählhebel am Lenkrad und die Mittelkonsole aufgeräumt mit einem großen Ablagefach. Exzellent. So leid es mir tut, 2 negative Dinge über den Innenraum muss ich dennoch loswerden. Und zwar haben die Sitze gerade im Gesäßbereich, also im Rückenbereich ist genug Seitenhalt vorhanden, um auch schnell durch die Kurven zu fahren, also wenn man das unbedingt mal möchte, aber im Gesäßbereich nicht. Also der Hintern rutscht immer über den Sitz hinaus. Und dadurch möchte ich mich dann mit dem Knie an diesem Türpanel festkeilen, damit ich nicht aus dem Sitz rutsche. Und dieses Türpanel kracht ein wenig. Das ist Meckern auf hohem Niveau, aber es stört mich tatsächlich. Und Punkt Nummer 2. Mein nächster, zweiter, allerdings sehr kleiner Kritikpunkt ist, ein Coupé, das ist mehr oder weniger ein ungeschriebenes Gesetz, darf keine B-Säule haben. Also hier muss frei sein, wenn beide Fenster unten sind. Und, was Mercedes sehr, sehr wichtig ist, das Fenster, wenn es unten ist, darf nicht herausstehen. Also auch nicht einmal das kleinste Kleinigkeit vom Fenster darf hier, wenn es versenkt ist, aus der Karosserie rausstehen. Und dann gibt es hier hinten dieses Dreieck. Was soll das? Und dann habe ich Folgendes bemerkt. Und zwar sind die Radkästen so riesengroß, weil da so riesen Felgen drauf sind. Aber die Felgengröße kommt aufgrund der riesen Radkästen gar nicht zur Geltung. Und daher passt das Fenster nicht in die Karosserie rein und daher musste man dieses kleine Stück hinten verzichten. Schade, aber das ist ein Zeichen unserer Zeit. So gut die Platzverhältnisse auf Fahrer- und Beifahrersitz sind, muss fairerweise auch die Rücksitzbank getestet werden. Wie gerade erwähnt, 1,96 Meter, 110 Kilo, also schauen wir uns an, wie das ausschaut. Das Mikrofonkabel erleichtert mir den Einstieg nicht unbedingt. Natürlich haben wir hier Schnee liegen, das heißt, ich muss mir ja auch die Füße abklopfen. Also zuerst einmal mit dem Hintern. Ist einmal so rein. Oder? Geschafft! Irgendwie ist es dann doch ausgegangen. Ich merke im Gegensatz ich bin richtig außer Atem. Im Gegensatz zum Vorderraum, wo das Panoramadach, wo man wirklich fast einen halben Meter Kopffreiheit hat, ist es hinten übel. Also vielleicht bis 1,80 Meter, kann ich mir das vielleicht vorstellen, hinten mitzufahren. Aber dann darf der Fahrer auch nicht größer 1,85 Meter sein, weil sonst die Lehne so weit hinten ist. Aber zur Not geht es auf jeden Fall. Es ist besser als ein 911er Porsche, wo man sich theoretisch die Beine amputieren muss, um hinten mitfahren zu können. Es ist möglich. Gut, fangen wir mit dem Automatikgetriebe an.
Also so Mercedes stellt alle Automatikgetriebe selbst her. Also im Vergleich zu BMW oder Jaguar beispielsweise, die kaufen ihre Getriebe von ZF Friedrichshafen zu. Aber Mercedes baut diese Getriebe alle selbst. Und als das 7 Getronic, also das 7-Gang-Automatikgetriebe von Mercedes vor ca. 14 Jahren auf den Markt kam, war das auf gut Deutsch gesagt eine absolute Revolution. Es war das erste Getriebe mit Mehrfachrückschaltung, das heißt, es konnte mehrere Gänge auf einmal überspringen, ohne immer wieder den darunterliegenden Gang kurz einzulegen bzw. kurz anzuschleifen. Und was noch erschwerend hinzukommt ist, es hatte bereits in jedem Gang, also ab Gang 1, eine Wandlerüberbrückung. Und genau das Gleiche ist auch hier anzutreffen. Nur nicht mehr mit 7 Gängen, sondern jetzt mit 9 Gängen und nennt sich folgedessen auch 9G-Tronic. Das heißt, die Schaufelräder des Wandlers, des Drehmomentwandlers im Getriebe kann überbrückt werden, sodass ein vollkommen 100% Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe entsteht. Dadurch hat man auch keine Reibungsverluste mehr im Antrieb und das Ganze ist wesentlich effizienter. Es war auf gut Deutsch gesagt der erste Schritt, dass das Automatikgetriebe sparsamer wird wie ein Auto mit Schaltgetriebe. Und das war wirklich ein ganz großer Clou, den Mercedes da gelandet hat. Mittlerweile ist es so, das Getriebe hat 9 Gänge und ich weiß gar nicht, also in den 9. Gang habe ich bis jetzt noch gar nicht schalten können, weil bei normalem Landstraßentempo das ja einfach zu lang wäre. Mir gefällt außerdem, dass Mercedes bei der Automatikabstufung sich wirklich nicht beirren lässt von irgendwelchen, also sagen wir so, die Seele des Automatikgetriebes ist noch vorhanden von früher, also von 10 oder 15 Jahren. Wenn man dann 10 Jahre in Mercedes einsteigt und dann in dieses Auto, merkt man, dass die Seele immer noch vorhanden ist und das merkt man auch im Getriebe. Das heißt, man kann hier mit diesem Dynamik-Wählhebel umschalten von Sport auf Komfort bzw. Eco. Und im Komfortmodus ist die Schaltcharakteristik exakt so, wie ich es von einem Mercedes auch von früher noch kenne. Also ich vermisse hier wirklich keine Sekunde lang ein Doppelkupplungsgetriebe. Die Schaltvorgänge sind unheimlich schnell. Das Getriebe kann mehrfach die Gänge überspringen, was nicht einmal ein Doppelkupplungsgetriebe kann, weil da immer nur ein Gang in einem Getriebe liegt. Das heißt, die geraden Gänge sind in einem Getriebe und die ungeraden Gänge in dem anderen Getriebe. Das heißt, wenn man jetzt da 2 Gänge zurückschalten muss, bei einem Doppelkupplungsgetriebe, muss das ein und dasselbe Getriebe den Gang so gesehen zweimal wechseln. Das heißt, wenn der 5. Gang eingelegt ist, geht so 5, 4, 3. Aber das 9G Tronic in diesem Auto, hier liegen alle Gänge auf einer Welle. Das kann in der Sekunde von einem Gang in 2, 3 oder sogar 4 Stufen niedriger schalten. Und das ohne eine merkbare Verzögerung, ob es 1, 2 oder 3 oder 4 Gänge schaltet. Also es gibt hier wirklich zeitlich keine Differenz. Ich habe mich in bereits jedem Video, wo ich ein Auto mit Automatikgetriebe gefahren bin, gesagt, dass es mir 100.000 Mal lieber ist als ein DSG oder irgendein anderes technisches Verfahren oder Doppelkupplungsgetriebe, wie man es auch nennt. Das Wandler-Automatikgetriebe hat in den letzten Jahren so eine große technologische Entwicklung hingelegt, dass ich mir sicher bin, dass es das Doppelkupplungsgetriebe vom Markt verdrängen wird. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Speziell die Steuerung vom Getriebe ist wirklich sehr intelligent. Hier geht es ein wenig bergauf und der Motor hält 2200 Umdrehungen, also eigentlich eine Drehzahl, wie sie ja ungewöhnlich hoch ist für einfaches Dahinrollen. Einfach nur, weil ich glaube, die Drehzahl zu niedrig wäre, wenn jetzt in den nächsthöheren Gang schalten würde. Und das passt wirklich sehr gut. Mit dem Auto macht es sogar Spaß, im Stop-and-Go-Verkehr zu fahren. Nicht nur aufgrund der Wandlerautomatik, die ja keinen klassischen Anfahrvorgang mit einer Kupplung inszenieren muss, sondern auch das Gaspedal. Wie typisch bei Mercedes reagiert das Gas von dem Auto sehr verzögert. Also nicht zeitverzögert, sondern sehr, sehr grob. Das heißt, man muss wirklich deutlich das Gaspedal runterdrücken, bevor der Motor seine Leerlaufdrehzahl erhöht. Aber ab dann ist es wirklich wie in jedem anderen Auto. Und gerade am Anfang, diese Feinfühligkeit, die ihm eben fehlt, macht es so angenehm, mit dem Auto zu fahren. Weil man kann ruhig, man muss sich nicht unbedingt konzentrieren. Weil man kann wirklich mit dem Gaspedal, mit dem Motor reden. Wenn es um das Thema Motoren geht, gehen die Meinungen immer deutlich auseinander, speziell jetzt mit der aktuellen Diesel-Thematik und Elektroauto bzw. Wasserstoff oder alternative Antriebsmethoden.
Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr emotionales Thema. Unser Auto, mit dem wir heute fahren, ist mit einem Dieselmotor ausgestattet. Also sprich der E220D, was jetzt ein 2-Liter Diesel ist. Das war das erste Mal, dass Mercedes einen 2-Liter Dieselmotor in einer E-Klasse eingebaut hat. Man hat ja über 15 Jahre hinweg hat man den Dieselmotor mit 2,2, also sprich 2100 irgendwas Kubikzentimeter eingebaut und diesen bis am Schluss schon mit Doppelturbo, Registeraufladung und so weiter auf deutlich über 200 PS gesteigert. Aber irgendwann einmal ist es ausgereizt und Mercedes musste einen neuen Motor entwickeln. Daher ist hier auch ein 2-Liter Motor verbaut, wie in jedem Audi bzw. BMW. Also der leichte Hubraumvorteil, den Mercedes bislang hatte, ist in dieser Generation nicht mehr gegeben. Jetzt haben sie alle nur mehr 2 Liter 4-Zylinder Turboaufladung Diesel. Aber ich muss sagen, es ist nicht schlecht, weil ich konnte mir bis jetzt nicht vorstellen, in einem E-Coupé einen Dieselmotor zu fahren, weil der 2,2 Liter Diesel, der bis jetzt immer eingebaut wurde, traktorähnliche Eigenschaften hatte. Also der Motor war so rappelig von der Laufkultur her. Er war zwar unheimlich drehmomentstark, aber die Laufkultur war eine absolute Katastrophe. Und wenn man diesen 2-Motor in Verbindung mit der 9-Stufen-Automatik, die ein sanftes Dahingleiten auf den Drehmoment erlaubt, finde ich es wirklich okay. Also da hat der 2-Liter-Motor absolut seine Daseinsberechtigung. Ich muss sagen, in dem Auto kommt der Wunsch, den Arsch raushängen zu lassen, nicht wirklich hoch. Also heißt jetzt nicht, dass das Auto schlecht in der Kurve liegt, aber ich habe einfach nicht Lust, mit dem Auto schnell zu fahren. Es ist ganz einfach entspannend, dahin zu gleiten und einfach sich die Gegend anzuschauen. Also das Auto beruhigt mich in all seinen Facetten. So, zum Fahrwerk. Es ist mit Abstand der sportlichste Mercedes, mit dem ich jemals gefahren bin, mal abgesehen von ein paar AMG-Modellen oder den AMG GT. Ich finde die Entwicklung nicht unbedingt, ich kann es nicht unbedingt so unterschreiben, dass ich das für gut heiße, aber die meisten wollen ein immer sportlicheres Auto. Jedes Mal, wenn ein neues Auto auf den Markt kommt, heißt es, das Auto ist noch sportlicher, noch dynamischer, noch was weiß ich was. Auf jeden Fall sportlicher. Aber ich muss sagen, dass hier ganz gut gelöst ist, weil es ist ein guter Kompromiss. Die Kernessenz von einem Mercedes-Fahrwerk, also was ich unter einem guten Fahrwerk von Mercedes gewohnt bin, ist auf jeden Fall erhalten geblieben. Und das zeichnet sich gar nicht so durch den überragenden Komfort aus, sondern was mir beim Mercedes sehr gut gefällt, ist der unheimlich extrem zuverlässige gerade Auslauf. Also du kannst selbst auf einer Buckelpiste, auf einer wirklich üblen Straße das Lenkrad auslassen und das Auto fährt absolut stur geradeaus. Und das ist das, was im Innenraum so ein erhabenes Gefühl durchdringen lässt. Wenn Sie das Auto nicht durch kleinste Fahrbahnunebenheiten oder Querrillen, Spurrinnen, es gibt sogar Autos, die lassen Sie von der Mittelmarkierung irgendwie aus der Spur locken. Aber hier ist es nicht der Fall. Das heißt, egal wie schlecht die Straße ist, du kannst das Lenkrad auslassen. Das ist ja nicht unbedingt der Sinn dahinter, sondern einfach nur, dass man den gerade Auslauf als Fahrer sehr deutlich merkt. Und das ist hier unheimlich gut. Speziell hier beim Split ist lustig. Die Radkästen sind so gut gedämmt, dass es sich anhört, als würden die Kieselsteine auf das Chassis unten drauf klopfen und das Geräusch übertragt sich dann durch die Karosserie in den Innenraum und nicht durch die Radkästen. Es ist wirklich, wirklich witzig. Heute hat das Lenkrad, du merkst nichts. Ha, ist das arg? Das ist ein Mercedes. So berührt jeder Mercedes, jeder. Und das schon immer. Es war noch nie anders. Und das ist das Arge, weißt du? Du sitzt in dem Auto, du fährst damit und du spürst so, dass die Straße Unebenheit ist, aber du musst nicht ständig ausgleichen. Und das ist arg, weißt du? Die Lenkübersetzung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Du hast wirklich nur eine Umdrehung, also eine volle Lenkradumdrehung von Anschlag auf Anschlag. Das heißt, eine Umdrehung links, eine Umdrehung rechts. Das macht gerade, wenn man hier auf die Serpentinen fährt, braucht man oft in den ganz spitzen Spitzkehren, also in den engsten Kurven, nur eine halbe Umdrehung am Lenkrad machen. Was total befremdlich ist, wenn ich vorne hinschaue und ich sehe den Mercedes-Stern. Es ist wirklich eine völlig neue Erfahrung für mich. Auch mit dem Lenkradrückstellmoment hat das Mercedes ganz gut in den Griff bekommen. Wie man sieht, eine Lenkradumdrehung von Anschlag auf Anschlag. Das ist die Mittelposition.
eine Umdrehung. Hin, eine Umdrehung, zurück. So, und wenn man jetzt da ganz links einschlägt, ist es so, dass Mercedes diese Rückstellmomente, das war ja immer unglaublich. Das heißt, wenn das Lenkrad voll eingeschlagen war, hat es sich irgendwie so angefühlt, als würden sich die Räder im Asphalt verkeilen. Man musste fast mit voller Kraft wieder selbstständig, also mit der eigenen Kraft zurücklenken. Jetzt ist es so, das Lenkrad loslässt, ist innerhalb von, ich sage mal, 10, 15 gefahrenen Metern wieder in der Ausgangsposition. So, zum Abschluss möchte ich noch unbedingt eins loswerden. Ich wollte diesen Test wirklich objektiv gestalten. Ich habe mich auch wirklich sehr bemüht, es auch so zu machen. Aber ich merke, dass es wirklich nichts taugt. Ich bin auf den Rücksitzbänken diverser Mercedes aufgewachsen. Das heißt, mir wurde das bereits in die Wiege gelegt, diese Automarke. Und daher finde ich auch das Auto heute noch sympathisch. Es sind viele der Kerneigenschaften noch vorhanden. Und dafür liebe ich dieses Auto. Es ist eines der besten Autos, mit denen ich in letzter Zeit gefahren bin. Das war's. Das ist meine Meinung über das neue E-Klasse Coupé. Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, schreibt es einfach unten in den Kommentaren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!